Ich denke, wir wissen alle, wie schwierig es ist abzunehmen. Fragt man Google danach, gibt es viele Tipps und Tricks, vom gesunden bis hin zum schnellen Abnehmen. Es gibt Wundermittel am Morgen oder auch Hausmittel, die dir angeblich helfen, schneller abzunehmen. Aber wie nehme ich richtig ab, ohne Jojo-Effekt? Die Frage wird oft bei Google gestellt. Diejenigen, die meine Reise verfolgt haben, wissen, dass ich immer wieder über das Abnehmen ohne Diät gesprochen habe. Ich werde dir heute verraten, wie ich mein Wunschgewicht halte und dir Tipps mitgeben, die auch dir beim Abnehmen helfen. Habt ihr schon mal was von der 80-zu-20-Regel gehört? Auch unter dem Namen Pareto-Prinzip bekannt, besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden können. Das heißt, man ernährt sich 80% gesund und 20% ungesund. Auch wenn im Internet oft gesagt wird, dass es sich hierbei um eine Diät handelt, ist es tatsächlich keine Diät, sondern eine langfristige und gesunde Ernährungsweise. Bei einer Diät verzichtet man auf ungesunde Produkte, bei der 80-zu-20-Regel aber nicht. Allerdings geht es bei den 20% um eine bewusste Ernährung. Das heißt, man darf genießen, man darf ungesunde Produkte zu sich nehmen. Man darf aber nicht übertreiben. Wie du die Regel umsetzt, ist dir überlassen, denn es gibt mehrere Möglichkeiten. Angenommen, du nimmst 4 Mahlzeiten am Tag zu dir, darf eine davon ungesund sein. Rechnest du es aber auf die Woche hoch, sind es 6 ungesunde Mahlzeiten. Wichtig ist, dass man die 20% nicht überschreitet. Die Regel kann dir dabei helfen, abzunehmen und dein Wunschgewicht zu halten, weil du eben nicht auf ungesunde Produkte verzichten musst und du kannst essen, wann du willst. Das mache ich so habe ich abgenommen, so lebe ich auch. Ich schaue aber nicht auf den Tag, sondern auf die ganze Woche, weil manchmal hat man ja Feiertage, ne? Ostern, Weihnachten, aber auch Familienfeiern oder Geburtstage. Und das plane ich dann ein. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, die Ernährung zu tracken oder zu verfolgen? Denn es ist eine gute Möglichkeit, um das Abnehmen voranzutreiben. Es gibt Studien, die beweisen, dass das Tracken der Ernährung zu einer schnelleren Gewichtsabnahme führen kann, weil man sich mit der Ernährung auseinandersetzen muss. Ich tracke keine Kalorien, allerdings tracke ich meinen Ernährungsplan. Das heißt, ich mache mir bewusst Gedanken, was ich essen will. Das mache ich immer für die gesamte Woche. Es gibt auch so Kleinigkeiten, die ich dann in der Woche einkaufe. Aber den Großeinkauf plane ich wirklich eine Woche im Voraus und das spart auch enorm Zeit. Früher bin ich jeden Tag einkaufen gegangen und ich wusste manchmal gar nicht, was will ich überhaupt essen, was will ich morgen essen und dann, ach nee, doch nicht. Es geht auch nicht darum, dass du Montag, Dienstag, Mittwoch dann strikt den Plan durchführst. Aber du hast was für die Woche und du weißt, was du in der Woche machen kannst. Wasser trinken spielt eine wichtige Rolle beim Abnehmen. Es wird sogar empfohlen, das morgens zu tun. Also morgens 1 bis 2 Gläser Wasser zu trinken, denn das erhöht den Stoffwechsel für mindestens 60 Minuten. Eine kleinere Studie hat herausgefunden, dass der Anstieg bei 30% lag. Eine andere Studie ergab, dass übergewichtige Frauen, die ihre Wasseraufnahme auf über 1 Liter pro Tag erhöhten, über ein Jahr zusätzliche 2 Kilo verloren, ohne andere Änderungen an ihrer Ernährung oder Trainingsroutine vorzunehmen. Tatsächlich haben mehrere Studien gezeigt, dass das Wassertrinken von 1 bis 2 Liter pro Tag bei der Gewichtsabnahme helfen kann. Wenn du also keine Fortschritte mehr siehst, solltest du vielleicht erstmal mehr Wasser trinken, weil das sind Kleinigkeiten, die viel bewirken und die wir manchmal auch vergessen. Fragt man Google, zu welcher Tageszeit Sport besser ist, kommen viele Antworten, wie zum Beispiel der frühe Vogel wird fit. Forscher der University of Alberta verglichen die Blutzuckerreaktion bei Diabetikern, die morgens und nachmittags Gewichte hoben. Es stellte sich heraus, dass das Training am Morgen sicherer ist für Menschen mit Typ 1 Diabetes. Eine andere Studie belegt, dass bis zu 20% mehr Fett verbrannt wird, wenn wir vor dem Frühstück trainieren. Das liegt daran, weil der Körper auf die Fettreserven zurückgreifen muss, da unser Kohlenhydratspeicher noch nicht gefüllt ist und von daher muss der Körper ja auf irgendetwas zurückgreifen. Das ist eine gute Möglichkeit, allerdings geht es jetzt nicht so gut, wenn du irgendwie Gewichte stemmen willst. Also du hast ja dann keine Kraft. Das Workout vor dem Frühstück ist natürlich nicht nur gut für die Fettverbrennung, sondern senkt auch deinen Blutdruck und vor allem lässt es dich besser einschlafen. Es ist gut für die mentale Gesundheit und vor allem hast du mehr Energie am Tag. Also du startest einfach gut in den Tag und
hast einen Booster. Ich liebe es, morgens zu trainieren, mache ich aber auch nicht jeden Morgen. Trotzdem finde ich, dass ich einfach viel mehr Energie habe und ja, gefällt mir sehr gut. Teilt ihr meine Meinung? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wann trainiert ihr am liebsten? Seid ihr mehr für morgens oder abends? Hinterlasst mir gerne mal Feedback. Ich bin mir sicher, dass diese Tipps euch weiterhelfen werden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.